Hallo, Hallo. wir sind's, Pitted Studio, Jenny und Björn, und wir zocken. Ja. Wir zocken auch alte Kamellen. Mhm. Eine ganze Menge davon. Ja. Aktuell zocke ich Tomb Raider 1. Warum? Warum tue ich sowas? Warum mache ich so einen Blödsinn? Die Sendung heißt Retro or Aged Poorly. Poorly, ja. Ist die Zeit nicht langsam vorbei für Retro-Games? Also ich würde sagen, das kommt darauf an. Ja. Mhm. Wir haben uns nämlich, also der Björn, der hatte eine verrückte Idee. Der hatte nämlich im August Geburtstag und dann hat er sich zum Geburtstag ein G11 gewünscht. Ja. Das ist so eine Retro-Spiele-Konsole mit Retro-Wave, ja. tausenden Spielen drauf. 100.000 Spiele sind da drauf. Wo man vom Amiga, vom C64, von der alten Atari-Konsole, das war deine erste, ne? Ja. Die hatte ich gar nicht und Die habe alte jetzt da, die 2600er, genau. mit Erstaunen habe ich festgestellt, Mit Erschrecken. wie alt das eigentlich ist. Also ich habe später angefangen. Also meine Spiele waren tatsächlich die 1064-Spiele und später Amiga. Und da waren schon richtig coole dabei. Und bei deiner Atari-Konsole ist es schon hart. Wir haben auf der Gamescom ein Spiel gesehen, ja. Das hieß der Planetenverteidigungskanonenkommandant. Ah. Und das war mein erstes Spiel. Missile Command. Also im Grunde genommen die allererste Version davon, ja. Ja. Du hast halt wie bei Space Invaders, ja, hast du da so 6 Städte irgendwie, ne? Und dann kommt von oben irgendwie, wie heißt das? Atombomben oder so. Und du hast halt, du hast eine Kanone in der Mitte und musst dann die Dinger abschießen, so. Natürlich hauen dann irgendwann die Atombomben rein in deine Städte und dann bist du platt und dann kannst du nur noch die Punkte zählen. Ich würde sowas als Abkackerspiel bezeichnen. Das ist irgendwie voll mies. Du kannst das Spiel nicht gewinnen. Nee. Du kannst nur immer von Level zu Level und dann wird's immer schlimmer und schneller und blöder. Das war mein erstes Computerspiel, was ich selber besessen habe. Ja. Und das haben wir jetzt hier gezockt auf der Retro. Was für ein Naja, also, was habe ich mich damit beschäftigt, ja. Ja, das ist jahrelang. Früher gab es viele Spiele, die sehr ungnädig waren. Ja. Und irgendwann gab es dann welche, die durfte man dann zum Beispiel speichern. Das war aber erst viel später. Mhm. Und die ersten, die haben erstens richtig nervige Geräusche gemacht teilweise. Bis dann irgendwie die Zeit kam, wo coole Geräusche dazu kamen. Oder Tutanhammer, eins meiner Lieblingsspiele, ne? Wenn du läufst, weißt du, da kriegst du einen an eine Waffel, wenn du dir das reinziehst. Ja. Ich habe da teilweise gesessen und mir gedacht, wie hat man sich damit wirklich abendelang beschäftigt mit so einem Scheiß eigentlich, so? Ja, es hat halt seinen Charme, ne? Irgendwie komme ich immer wieder dahin zurück, ich muss das irgendwann mal wieder spielen. Aber es ist Ja. auch irgendwie, ist es auch cool. Ja. Wenn Ja. man jetzt mal sich andere Retro-Spiele anguckt, ne, wir haben uns jetzt einige angeguckt, denn das Ding hat so viele, Ja. dann gibt es da auch so ein paar Schätze kennen. Wir haben zum Beispiel, gestern Abend haben wir Quirk gespielt. Ja. Und das habe ich damals auf dem Gameboy gehabt. Und das ist total cool, denn das ist natürlich sehr alt, aber das Spielprinzip funktioniert immer noch wunderbar. Man spielt halt so eine, was weiß ich, was man ist, eine Orange und keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Maya sagt, es ist eine Tomate. ja, sieht aus wie eine Tomate mit Die Brille. Freundin ist ein Orange. Ich weiß es nicht. Jedenfalls läuft diese Pfirsich-Orangentomate durch den Level und du musst quasi zur Treppe kommen. Und musst quasi das Rätsel lösen, wie man von A nach B kommt. Und das ist ziemlich cool, Ja. denn das macht Spaß. Und es wird immer ein bisschen schwerer und man muss sich wirklich anstrengen zu denken. Und auf einmal saßen unsere Kinder neben uns und haben mitgerätselt, wie man wohl von A nach B kommt. Und dann waren alle irgendwie mit diesem Spiel beschäftigt und das war irgendwie total cool. Ja, Retro ist auf jeden Fall super. Ja. Ne? Nostalgie-Kiffen ist gut für den Geist, hat Michael Mittermeier mal gesagt. Damit meinte der Pippi Langstrumpf und die alten Serien, wie Captain Future oder so. Aber das gilt auch für Retro-Games. Ja, Es ist wirklich cool, mal zu gucken, wo man herkam
und wie toll und modern heute die Spiele teilweise sind, tatsächlich. Ne? Also das ist so, ich habe dann Tomb Raider 1 gespielt, das ist auch auf dem G11-Ding, da immer voll Werbung für das Teil. Ja. Es ist eine Reise wert, wirklich. Also sich das mal anzugucken, was man alles mal so gespielt hat, so, das ist wirklich alles drauf irgendwie. Alles. Ja. Funktioniert nicht unbedingt alles. Nein. Also manchmal denkt man sich auch so, ne? So Space Taxi ist nicht, ne? Man kann da irgendwie eine Datei draufladen, um diesen Emulator dann trotzdem zum Laufen zu kriegen. Ich habe auch schon Tutorials gesehen, wie man dann mit dem USB-Stick da rummachen kann und so. Na, man kann dann an die Datenstruktur von dem Ding ran und kann entsprechende Sachen da drauf laden und so. Also habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich habe keine Zeit. Dann wühle ich mich lieber durch die anderen Spiele und dann bin ich an Tomb Raider 1 hängen geblieben tatsächlich. Und habe das da gespielt und habe festgestellt, das speichert nicht, das blöde Ding. Ja, leider nicht. Es tut zwar so, als würde es speichern, aber nur in der Session. Wenn ich es runterfahre wieder, dann ist es weg. So, ja, war nicht blöd. Und dann habe ich mal hier meine Dings geguckt und spiele jetzt Tomb Raider Anniversary. Das ist im Grunde, ja, das ist richtig gut. Ne? Vorne ich habe zu kämpfen gehabt mit der Steuerung von die ist immer vor der Wand gerannt, kennt ihr selber. Ja, und der ne? Das ist Lara, ja. Und ständig rennst du vor der Wände. Es war aber auch und Anniversary hat eine ziemlich gute Steuerung gemacht dann später so. Die ist auch tatsächlich sehr intuitiv. Und ja, da zielt man und hier schießt man und dann da drückt. Also das ist modern gemacht so. Ne? Klar ist das auch sehr, wie hatte einer geschrieben, eine nervöse Steuerung. Ja, es ist auch nicht leicht. Ne? Das Spiel ist sehr schwer. Aber das macht Sinn, weil ich habe da wirklich nur um die Ecke zu gehen. Ja, habe ich bei Tomb Raider 1 in der alten Kamelle auf der alten Konsole irgendwie, weiß ich nicht, dann ständig bis ins Wasser gefallen. Es ist wirklich eine Katastrophe, ja, es geht gar nicht so. Und dann, ja gut, und dann, wenn es dann modern gemacht ist, dann geht es schon wieder. Das heißt, es gibt ein paar Sachen, die gehen nicht mehr heute. Die will man einfach nicht mehr. Eine King's Quest zum Beispiel ist ein super geiles Spiel, ne? Aber die Steuerung, das ist eine Katastrophe. Also King's Quest hier, Mask of Eternity, mein Lieblingsspiel der King's Quest-Reihe. Also, die Steuerung, also da denkt man sich, was haben die sich dabei? Ja, wahrscheinlich gar nichts, sondern einfach mal reinmachen. Alles irgendwie Adventure, klicken, gepaart mit irgendwie eine 3D-Figur, Third-Person-mäßig durch den Level zu bewegen und das ist irgendwie sehr eigenwillig. Man kann sich dran gewöhnen, aber das ist überhaupt nicht intuitiv. Ne? Was cool ist, wenn man sich mit den Retro-Spielen beschäftigt, ist, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie cool eigentlich alles ist, was wir jetzt so haben. Also, wenn man sich das alte Tomb Raider anguckt und da schon Spaß dran hat und sich anschließend irgendwie Indiana Jones reinzieht, dann hat man so ein, cool, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind. Ja. Und nicht mehr dieses, was geht noch, sondern dann hat man wieder so ein bisschen Back to the Roots und das fühlt sich gut an, ja. Also mal zu schauen, was waren denn eure ersten Spiele? Haben die euch geprägt? Also beim Stöbern durch diese Retro-Spiele ist mir aufgefallen, dass ich viele Spiele, bei denen man schnell stirbt zum Beispiel, relativ schnell geskippt habe. Ja. Und so einen Hang zum Beispiel hatte, mir Adventures anzugucken. Also oder Dark so Souls Rollenspiele. ist nicht so unser Ding, nee. Tatsächlich nicht, nee. Da habe ich auch gleich eine Frage zu. Oh. Ja, und stattdessen aber so Spiele, bei denen man sich viel mit Geschichte beschäftigt, also nicht mit History-Geschichte, sondern mit Story, mit Story-Rätseln oder so klassische Adventures. Mein Gott, ich hatte am Monkey Island damals auch so viele Disketten und ständig musstest du wechseln. Ich hatte Tomb Raider auf 24 Disketten. 24 Disketten? Was? Ja. Und dann stürzt es immer ab. Ja. Also, wie ging euch das? Was waren eure ersten Schätzchen? Wo habt ihr euch total drüber gefreut? Was hat euch frustriert? Und hat das heute noch einen Einfluss auf die Spieleauswahl, die ihr heute tätigt? Das finden wir natürlich sehr spannend. Es sind nicht alle Spiele da drauf. Ja, die ganzen alten arkadigen Dinger sind auf jeden Fall drauf. Ich würde jetzt Tomb Raider nicht als arkadig bezeichnen, ein Stück weit schon. Da sind auch Rollenspiele drauf und hin und her, aber es gibt schon Spiele, die haben eine gewisse Größe, die findet man da drauf nicht, auf so einer Retro-Sammelkonsole. Da gibt's ja viele von, ne? Die sind auch sehr interessant, sehr cool. Aber so die größeren Spiele, ja, die damals sehr viel Geld gekostet haben und man sagt so, okay, ich will mal ein richtig tolles Spiel, wo man hunderte von Stunden drin versenkt, die sind eher klassischerweise auf dem PC gewesen dann später, glaube ich zumindest, meine ich zu wissen, ja.
Und sowas wie die Ultima-Reihe, Ultima Underworld oder System Shock oder all die dicken Kamellen so, ne? Ja, ich glaube, so ab Windows 95, die Sachen findest du dann tendenziell da auch eher nicht. Ja, ne? Sondern So. dass das vorher da war. Ja, ne? Und das ist halt schon cool, aber dann gibt's ja so Sachen wie Good Old Games, ne? Und die Sachen haben wir auch teilweise gespielt. Jetzt sind wir ganz, ganz tief im Mittelalter bei diesen Retro-Games. Das ist dann ganz Retro-Retro, also ganz, ganz tief unten. Ja. Und wühlen uns da so ein bisschen durch und gucken uns mal die Spielprinzipien an. Dieses Robot-Tank zum Beispiel fand ich total cool. Ne? Da hast du halt bist du ein Panzer und ein anderer Panzer. Ja, da gibt's einen ganzen Konzern irgendwie, Wargaming oder was. Verstehst du, die machen sowas dann in groß, in modern und hast du nicht gesehen, aber da waren die Anfänge. Einfach zwei Panzer, die sich gegenseitig beschießen und du sitzt da drin. Also das ist schon, da sind die Anfänge von diesen ganzen Sachen. Und das mal sich anzugucken, wie die Grundprinzipien, das ist dieses, man nennt das immer der Game Loop. Ne? Ja. Also was ist das, was Spaß macht an einem Computerspiel? Ne? Das sind diese ganz alten Dinger, wenn die Spaß gemacht haben, dann muss man sich dann angucken, warum. Was ist denn der Game Loop? Das bedeutet, was machst du die ganze Zeit regelmäßig? Was machst du so? Ne? Items sammeln, Monster töten, Dialoge führen, dich orientieren, Monster töten, Items sammeln. Das ist der Game Loop. Das ist das Everyday Life, was man macht in einem Spiel von uns beispielsweise so, ja. Und beim Panzergeneral oder Robot-Tank oder so, war das auch andere Panzer so, ja. Aber wie ist es gemacht und warum macht es Spaß? Ja. Das ist bei Retro-Games zu gucken auf jeden Fall super hilfreich, weil nämlich die Spielprinzipien, die Spaß machen, sind meistens ganz einfach und simpel. Und die dann stören, die dann zu viel sind, ne? Man kann manchmal auch so ein Feature wieder wegnehmen oder vielleicht auch mal so ein bisschen verändern, vielleicht ein bisschen träger machen oder so, dann merkt man, okay, das macht jetzt auf einmal mehr Spaß. Warum eigentlich? Ne? Ist ja eigentlich komfortabler, wenn man es jetzt irgendwie anders macht, so, aber das ist sehr hilfreich, sich mal ins Gedächtnis zu rufen, wie war das denn früher eigentlich mal? Das stimmt. Ne? Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Haben wir denn die alten Geräte noch? Habe ich aufgeschrieben. Das heißt also, haben wir denn nicht die Originale? Weil ich meine, so eine Retro-Konsole ist ja nicht so cool wie die Original-Dinger. Natürlich ist das nicht so cool. Ja? Hast du denn noch irgendwie sowas? Wir haben uns letztens noch einen Gameboy gekauft. Ja? Ja, den wollte ich wieder haben, Ja. weil ich den gar nicht loswerden wollte und aus irgendeinem Grund hat er irgendwelche Umzüge nicht überlebt. Ist der futsch. Einfach Aber weg. also den haben wir uns wieder besorgt. Ja. Ansonsten haben wir, ist die älteste Konsole, die wir jetzt gerade im Haushalt haben, glaube ich, die Xbox 360. Oh. Und die ist ja schon relativ neu. Ja, natürlich. Und ältere Konsolen haben wir eigentlich jetzt gerade nicht mehr. Nee. Ne? Nee. Wir haben eine Xbox 360, wir haben noch eine PlayStation 4, wir haben jetzt die neue Xbox Series X. Weil diese Dinge, die konnte man immer emulieren. Das heißt also, wollte ich mir mal ein altes C64-Spiel mal angucken, dann habe ich einen Emulator auf dem PC gestartet. Ja. PC Master Race. Das ne? geht tatsächlich auch. Ist so, ne? Mhm. Und jetzt habe ich das Ding einfach mal so geballt irgendwie da und kann dann mal durchscrollen, mal ein bisschen stöbern. Das ist schon cool. Das Ja. Coole an diesem Ding, was wir uns jetzt geholt haben, diese Retro-Konsole, ist, dass die, haben wir auch geschenkt gekriegt, danke dafür, von ganz vielen Freunden und Vielen Dank. Familie. Und ja, also dieses Ding, das kann man sich dann halt auch auf dem großen Fernseher angucken. Ja. Und das ist natürlich ganz cool, denn dann kann man das auch irgendwie gemeinsam gucken. Ne, während ich auf dem Gameboy natürlich dann mit diesem kleinen Mini-Bildschirm, der noch nicht mal vernünftig beleuchtet ist, irgendwie dann halt alleine zocke. Ja, da gab's doch auch dieses irgendwie, ja, ne? Man merkt schon ein bisschen. Klar, ne? Klar, aber wir sind keine Sammler. So. Nee. Also ja, Doch. jedenfalls keine Konsolensammler, Ihr habt nichts gesehen. So, ja, Computerspielsammler sind wir schon. aber keine Konsolen. Konsolen, ja. Also das ist schon, wenn dann PC oder, das stimmt nicht, auch Konsolen hier. C64 hast du gerade gesagt, Xbox 360 hast du gesagt. Haben wir auch einen ganzen Schrank voll. Ja, wir haben aber auch noch so viele Spiele, die auch noch total cool sind. Also Retro ist nicht cool, oder was? Nein, doch, aber, ne? Ja, man hat, Der Umkehrschluss ist illegal. ja. Ich habe auf jeden Fall mal einen 64 gehabt, C64, die alte Atari-Konsole, habe ich alles abgegeben irgendwann, ne? Weil ich es nicht mehr gespielt habe und dann habe ich es verkauft. Ne? Und bereue ich das? Vielleicht ein bisschen, aber auf der anderen Seite, naja gut, wenn man sich die Spiele anguckt, beschäftigt man sich da mal ab und zu mal mit, ne? Und dann ist es wieder
wieder gut. So, ne? Das ist so Liebhaber-Ding und so. Derjenige, der meine Konsole oder mein C64 jetzt hat, hat sie hoffentlich noch und hat da Spaß mit. Ne? Also, wenn man älter wird, hat man öfter diesen Gedanken, ach, wenn ich jetzt noch das erste Gerät hätte, was ich als junger Mensch irgendwie benutzt habe, oder wenn ich jetzt noch mein erstes Auto behalten hätte, dann wäre es jetzt ein Oldtimer oder. Also, liebe Leute, wenn ihr jetzt gerade erwachsen geworden seid und ihr habt so ein Schätzchen und wisst es gerade gar nicht zu schätzen, überlegt es zu verkaufen, ihr könnt ja das Experiment einfach mal wagen, es zu behalten und zu gucken, was das Ding dann in 20, 30 Jahren wert ist. Wir haben das nicht getan. okay, ich habe gehört, wir haben eine Trophy-Box. Ja, tatsächlich, ja. Pass mal auf. Ein Chaos. Genau. Hier kann man Notizen dran machen. Das ist ein Klemmbrett, ein klassisches. Das Klemmbrett hat uns geholfen auf der Gamescom und das hat die liebe Blackie für uns gemalt. Und das ist ziemlich cool. Ja. Weil es zu uns passt natürlich, wie man sieht, und weil wir das sehr gut gebrauchen konnten. Ja. Das ist total lieb und richtig hübsch geworden. Ja. Also vielen lieben Dank dafür. Das werden wir noch öfter gebrauchen und benutzen. Also oder vielleicht auch einfach als Deko hier im Hintergrund ein bisschen wirken lassen. Hast du eine Community-Frage noch? Auch. Die soll dazu passen, habe ich gehört. Zu dem Thema Retro-Gedöns. Vielleicht finde ich die jetzt auch noch. Ja. Es ging um... Die Frage lautet, habt ihr schon mal überlegt, ein Souls-like zu machen? Mit düsterer Story wäre das doch bestimmt was für euch. Das Spiel besteht zu 70% aus Kampfsystem. So, ja, und unser Grundprinzip war immer 30%. Ja, so, das heißt, die Aufteilung, also Prozent von Spielzeit, geht um Spielzeit. Also bei Dark Souls Spielen ist 30% würde ich sagen Exploren und 70% Kampfsystem. Sicherlich gibt's auch noch mehr Sachen wie die Story und so ein Zeug, ne? Aber das ist schon sehr kampflastig so und von der Spielzeit her. Würde ich jetzt so einschätzen. Mhm. Und bei unseren Spielen war es immer so 30% Kampf bei uns, ja, vielleicht auch ein bisschen weniger, 25%. Großer Batzen Exploren, ja. Großer Batzen Story-Gedöns, Dialoge führen und irgendwie so, ja. Und Souls-like lebt davon, dass man im Grunde genommen lernen muss, wie und auf welche Weise tickt zum Beispiel eine neue Herausforderung oder ein neuer Gegner. Ja. Und das muss man dann lernen. Ja. Ja, im Grunde genommen muss man lernen und das kann man dann auch lernen, weil das so gut gemacht ist in der Regel, dass es zulässt, dass man quasi gegen sich selber kämpft und nicht gegen das Spiel. Das heißt, wenn man einmal gerafft hat, wie es funktioniert und man hat das dann gemeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, dann hat man auch das Gefühl, super, ich hab's total gerafft und so. Und das macht auch solche Spiele aus, nebst der Lore, die da auch noch existiert. Und das ist einfach ein Spielprinzip, auf das wir uns nie gestürzt haben. Das heißt, wir erzählen lieber Geschichten anderweitig, aber dieses mit Animationen, mit intelligenten verschiedenen Stages irgendwie solche Sachen zu inszenieren, das ist ja gar nicht das, was wir eigentlich von Hause aus machen. Und deswegen stürzen wir uns auch eher auf die Dinge, wo wir glauben, dass wir unsere Stärken haben. Heißt aber auch nicht, dass ich keinen Bock auf sowas wie Tomb Raider habe. Ne? Tomb Raider ist ja eigentlich Hälfte Geschicklichkeit und Hälfte Exploren. Also, ne, da ist auch Kampf drin. Doch, stimmt. Ne? Ein bisschen Kampf ist auch drin, aber es ist auch nicht so kampflastig, das Ding. Ne? Ja, bunter Blumenstrauß. Ist alles immer ein bisschen artverwandt und es ist diese Spiele, ne? Und der Kausus Knacktus an der Geschichte ist immer, wie lange beschäftige ich mich mit welchem Spielinhalt, die diese Genres voneinander unterscheiden. Also Tomb Raider, das wird auch ganz schön knackig, Anniversary durchzuspielen. Mal gucken, wie ich es schaffe. Auch. Und wir haben ja auch so Spiele geliebt, wie zum Beispiel Shadow of the Colossus. Ja. Oh ja. Das ist ein total geiles Spielprinzip. Auch das ist immer, du hast einen Gegner. Im Grunde genommen ist der Gegner der Level. Und du musst herausfinden, wie kann ich den bezwingen, damit ich irgendwie da durchkomme. Das macht total Bock. Aber es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man ein Spiel spielt und da Spaß dran hat oder seine Abende verbringt oder ob man selber entwickeln will. Und wir glauben in Entwickeln, da haben wir woanders unsere Stärken. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis hoffentlich nächste Woche, wenn es wieder heißt Pillage Studio TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Dankeschön. Die ist wirklich immer vor der Wände gelaufen, die Lara. Ne? Uff.
Ist die Frage, ist sie vor die Wand gelaufen oder bist du vor die Wand gelaufen?